Jeder von uns hat zwischen 30 und 40 Billionen Zellen in unserem Körper, wobei jede Zelle unsere DNA enthält, eine spezielle Zellmaschinerie und die Nährstoffe, die uns am Leben erhalten. Aber sie haben vielleicht nicht viel über die spezielle Schutzschicht um die Außenseite der Zellmembran nachgedacht. Die Zellmembran hält die Bestandteile der Zelle im Inneren und wirkt als Schutzbarriere von außen, die bestimmte Dinge vorsichtig in die Zelle ein- und austreten lässt. Benehmen. In diesem Video schauen wir uns das an. Wundervolle Zellmembran genauer, wenn man sich eine Zellmembran unter A ansieht. Mikroskop würden Sie ein Mosaik sehen. Verschiedene Moleküle bewegen sich in A. Flüssige Weise, daher beschreiben Wissenschaftler, wie Membranen sehen aus und wirken wie die Flüssigkeit. Mosaikmodell. Zellmembranen bestehen aus 3 Hauptkomponenten. Dinge: Phospholipide, Cholesterin und Proteine. Die Phospholipid-Doppelschicht besteht aus einzelne Phospholipide. Diese Phospholipide ordnen sich an 2 Schichten mit ihren Köpfen zeigend. Nach außen und ihre Schwänze zeigen. Nach innen okay. Aber was ist ein Phospholipid? Der Kopf ist ein Phosphatmolekül, das hat eine leichte Ladung, ist also polar und somit wird von Wasser angezogen, das sie sind. Hydrophil und die beiden Schwänze werden hergestellt von Fettsäuren, die kein A. Ladung und so sind unpolar und somit stoßen Wasser ab, sie sind hydrophob. Diese Anziehungskraft Abstoßung zu Wasser ist, warum sich Phospholipide selbst anordnen. In 2 Reihen im Zellmembranwasser. Liebhaber und Wasserhasser. Die Membran wird gemischtem Wasser ausgesetzt. Mit anderen Dingen auf der Innenseite und außerhalb der Zelle und so das Wasser. Angezogene Köpfe zeigen nach außen mit dem wasserabweisende Schwänze verstecken sich auf dem Innen. Dann gibt es Cholesterin. Dieses spezielle Molekül, das hergestellt wird. Leber reguliert die Flüssigkeit und Durchlässigkeit der Zellmembran, da es bewirkt, dass die Phospholipide näher beieinander bleiben. Zusammen. Und das dritte Hauptmolekül die Proteine. Diese kommen in verschiedenen Arten vor. Integrale Proteine helfen beim Transport Moleküle durch die Zellmembran. Moleküle können in beiden transportiert werden. Richtung rein oder raus und sie können gehen. Passiv ihre Konzentration herabsetzen. Gradient durch Proteinkanäle oder, dagegen, dass der Gradient aktiv ist. Gepumpt durch Protein pumpt das Peripheriegerät. Proteine sind an der Kommunikation beteiligt. Und etwas Transport und das Glykoprotein spielen eine wichtige Rolle in der Zelle. Erkennung durch das Immunsystem. Was also macht dieses Modell der Zelle aus? Membran so besonders. Es ist Flüssigkeit. Es ist eine perfekte Balance, also, dass die Zelle sich bewegen kann und Substanzen kann sich aber leicht über die Membran bewegen. Die Membran ist ansonsten nicht zu flüssig. Es gebe keine Kontrolle darüber, was Substanzen gelangen und verlassen die Zelle oder
Die Zelle würde nicht richtig gehalten werden. Zusammen. Jetzt wissen Sie also, was unsere Billionen hält. Von Zellen zusammen und alle tierischen und Pflanzenzellen auch diese wunderbare Flüssigkeit. Mosaik von Phospholipiden, Cholesterin und verschiedene Arten von Proteinen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen auf und vergessen Sie nicht, Kommentar zu abonnieren. Unten, wenn Sie Fragen haben, warum nicht?